Auch ein ganz wichtiges Thema im Zusammensein und im Zusammenleben mit unseren Pferden ist das Thema der sozusagen unbewusst passierenden, geschehenden Kommunikation. Also, was sende ich als Mensch aus, auch ohne da jetzt mir klar darüber zu sein oder das jetzt in dem Moment zu wollen wirklich. Hintergrundinfo dazu nochmal: die Pferde sind, das weißt du auch, das wissen sie auch, die Pferde sind ja nun mal einmal per se sehr sensible Geschöpfe, die sehr empfindlich dafür sind, was um sie herum passiert und natürlich auch sehr schnell wahrnehmen und aufsaugen, wie ein Schwamm sozusagen, was mit ihrem Menschen gerade los ist, wie es dem Menschen gerade geht und was da gerade für eine Stimmung herrscht. Deshalb ist es ganz wichtig, darauf zu achten und sich dessen eben bewusst zu werden, was für Botschaften man so sendet, im Besonderen in herausfordernden Situationen. Also Beispiel, mein Pferd geht grundsätzlich sehr ungern und nur mit Widerstand auf den Hänger. So, und nun steht ein Termin bevor und ich muss pünktlich verladen, um pünktlich vor Ort zu sein, und wünsche mir natürlich, dass das möglichst reibungslos und easy verläuft. So. Wenn ich jetzt aber da am Hänger stehe und ja, natürlich habe ich den Wunsch, dass das alles glatt geht. Wenn ich aber dann in dem Moment trotzdem zeitgleich diese Bilder sende des Horrorszenarios vom letzten Mal mit diesem Gedanken: „Oh nein, hoffentlich geht das glatt, das war letztes Mal so furchtbar und da hat er sich verletzt und ne." Das ist dann eine ganz schwierige Sache für das Pferd, damit umzugehen oder das zu entschlüsseln, weil das schlicht und einfach ein Widerspruch ist. Also, ich habe zwar den Wunsch, dass das alles total easy läuft, aber ich bin gar nicht guter Dinge und gar nicht im Vertrauen, dass mein Pferd das hinbekommt oder dass wir das hinbekommen, und bin da sozusagen geprägt in dem Moment von Angst und Sorge und ja, negativer Stimmung. So. Es ist ganz wichtig, dass wir Menschen uns klar darüber werden, dass wir in der Lage sind und letztendlich auch dafür verantwortlich sind, die Grundenergie und die Grundstimmung so einer Situation zu gestalten. Also wir sind ja diejenigen, die in dem Moment das Ruder in der Hand haben. Wir gestalten die Welt des Pferdes und wir haben in dem Moment diesen Plan und dieses Vorhaben, und dann ist es auch natürlich in unserer Verantwortung, so sehe ich das, darauf zu achten, was wir da dem Pferd senden. Das ist, wie gesagt, etwas, was auch unbewusst passiert. Das ist deswegen auch gar nicht so einfach, aber das kann man auch trainieren. Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu werden. Sich dessen bewusst zu werden, bin ich jetzt eigentlich gerade ruhig und souverän und gebe meinem Pferd ein gutes Gefühl und vertraue ich eigentlich auch darauf, dass das diesmal klappen kann. Das ist ganz wichtig. Also, und dann kann das Pferd auch sozusagen auf dieser Energie mitschwingen. Und da kann man wirklich dann auch ganz tolle Überraschungen erleben, wie das dann plötzlich laufen kann, ne? Die Pferde sind da so sensibel und nehmen da so viel wahr und auf. Das ist die gute Nachricht. Also wir können immer durch durch unsere eigene Einbringung mit unserer Grundhaltung zu der Situation und unserer Energie zu der Situation, können wir das immer eigentlich in unserem Sinne und im Sinne des Pferdes gestalten und auch das Blatt wenden. So, das kennen wir auch aus der Persönlichkeitsentwicklung einfach für den Menschen. Und jeder kennt diesen Satz: „Wie ich es in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus." Das ist das Resonanzprinzip. Wenn ich mit einer guten, positiven, ruhigen, gelassenen, vertrauensvollen Grundstimmung in diese Situation gehe und dabei bleibe, dann nehme ich dem Pferd da ganz viel ab und kann seine Ängste minimieren und seine Sorgen in dem Moment. Und dann kann das schon ganz anders laufen. Und das kann man dann natürlich auch über Wiederholung festigen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also alles, was wir Menschen da für möglich halten, ist letztendlich machbar. Also wir stecken da auch so ein bisschen den Rahmen für unsere Pferde, weil wir, wie gesagt, ja ihr Leben gestalten. Wir gestalten das Training, wir gestalten die Bedingungen, unter denen sie leben und.
Das heißt, wir sind da dann auch gefragt, ihnen den Rahmen zu bieten, um ihr Bestes geben zu können in dem Zusammenleben. So, das wollte ich noch mal sagen, eben zu dem, was wir so manchmal als Menschen Widersprüchliches raussenden, und das sorgt dann eher für Verwirrung. Und so kann man sich auch die ein oder andere Reaktion und Verhaltensweise eben dann erklären, wenn man da mal ganz genau hinschaut. Da geht es natürlich um das Bewusstsein darüber, wie die Welt, die wir für die Pferde so gestalten, wie das so für die Pferde tatsächlich ist. Wie das so für sie ist mit den Menschen und so. Das ist auch ein Teil ja meiner Arbeit, sie da in ihrem und dich da in deinem Bewusstsein zu schärfen, damit das alles noch leichter und schöner wird zusammen. So, jetzt bin ich wieder ordentlich marschiert. Allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Gruß an die wundervollen Pferdchen.